Fischer über das Ende ihrer Auszeit und einen spektakulären Rundumblick. Und meine Damen und Herren, die einzigartige, wunderbare Barbara Schöneberger. Auch heute wieder Ihr Gastgeber Hubertus Meyer-Burkhardt. Und wir beginnen direkt mit der Frau, die am meisten Platten von uns allen verkauft hat. Ich glaube, das können... Warte, ich gucke noch mal kurz. Ja, sie hat am meisten Platten von uns verkauft. 18 Millionen Tonträger sind es nämlich, um genau zu sein. Sie hat alle Rekorde gebrochen. Sie ist der absolute Superstar. Sie hat internationales Format und sie war ewig lang nicht mehr im Fernsehen. Und deswegen sind wir so froh, dass sie bei uns vorbeischaut. Heute exklusiv bei uns Helene Fischer! Ja, Mädel! Hier, überall Herzchen. Wo warst du denn so lange? Ja, wobei. Ich habe mich eingeschlossen daheim. Aber wirklich. Also wir sind ausgehungert nach dir. Ja. Wirklich. Bist du auch ausgehungert nach uns? Ja, unbedingt. Ja, oder? Nein, ich war natürlich ein bisschen in einer anderen Welt daheim und das war wunderschön. Also es war eine stille und tolle Zeit, aber ein wenig ausgehungert bin ich schon, aber ich habe auch großen Respekt wieder davor, vor dieser neuen Lebensphase, mit diesem neuen Lebensumstand, dann wieder nach draußen zu treten, weil ich glaube, ich werde nur heulen. Das ist, ich bin wahnsinnig emotional zurzeit. Ach so, also das ist, also das kommt mit der Sache mit, dass man, das kommt dass mit man der Sache. eigentlich sehr emotional ist. Ja. Und du kannst ruhig weinen. Ja. Das lieben unsere Zuschauer tatsächlich. Aber wir wollen dich langsam an die große Bühne gewöhnen. Ja. Wir haben dir auch eine 360-Grad-Bühne gebaut hier. Wir haben das ja schon lange. Wir haben es ja ein bisschen erfunden, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das machst du ja jetzt dann auch Ich in deiner mach's Tour. nach, eigentlich. Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Und wir haben natürlich versucht, für dich ein möglichst, sage ich mal, reizarmes Umfeld zu schaffen, weil du auch so nah am Wasser gebaut bist, Ja. dass du möglichst auch mit vielen Leuten irgendwie schon mal Kontakt hattest. Das ist sehr lieb von euch, ja. Oh, ja, ja. Und deswegen auch Florian heute hier, weißt du, dass du dich einfach sicher fühlst. Ja, Und nicht ja. lauter fremde Leute. Nee, genau. Jetzt ist es aber so, könnte ich mir vorstellen, dass ihr jetzt nicht zum ersten Mal seit mehreren Jahren aufeinander trefft. Ihr seht euch doch die ganze Zeit, oder? Ja, ständig. Ja, aber wir standen ganz oft zusammen auf der Bühne, aber wir saßen noch nie nebeneinander. Das liegt vielleicht am Alter, dass wir jetzt sitzen müssen mittlerweile. Aber das ist zum ersten Mal in der Talkshow. Ja, Wirklich. Die Woche hat die Bild-Zeitung schon geschrieben, TV haben wir zum ersten Mal gemeinsam in der Talkshow. Also deswegen, wir haben wahrscheinlich heute noch mehr Zuschauer als sonst. Das würde uns ja freuen. Kein Druck, aber jetzt, es muss laufen. Ja, ja. Na dann. Ja. Toll, toll, toll. Gerade der Florian ist doch immer so aufgeregt. Ja, extrem. Wir werden es hinkriegen. Jetzt pass auf, damit wir überhaupt mal einen Anhaltspunkt haben, wo wir anfangen, über deine Karriere zu reden, schauen wir erst mal zurück Oh, okay. auf ein 20-jähriges Bühnendasein, auf absolute Rekorde und Wahnsinnserfolge. Bitte sehr. schön. Bei dieser Frau kann man schnell davon ausgehen, dass gewisse Farbtöne in ihrer Karriere dominieren. Gold, 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 soweit das Auge reicht. Und auch Silber ohne Ende. Mit 17 Echos ist sie Spitzenreiterin, nur einer von unzähligen Rekorden. Doch wer genau hinschaut, erkennt schnell, dass ihr Lebensweg äußerst bunt verlaufen ist. Noch grün hinter den Ohren startet sie vor 20 Jahren als Sängerin durch. Mit jedem Hit trifft sie ins Schwarze. Ihre Millionen Fans jeglicher Art erleben regelmäßig ihr blaues Wunder, wenn sie auftritt. Wie ein roter Faden zieht sich der Mix aus Akrobatik und Atemlosigkeit durch ihre Konzerte. Das Gelbe vom Ei, die Musikgäste in ihren Shows, kunterbunte Weltstar-Mischung. Ob roter Teppich oder Bühnen jeglicher Couleur. Ein schillernder Superstar, Helene Fischer. Ja, jetzt gibt es so ganz schön viel Material über dich. Mit welchem Blick
schaust du auf dich selber? Hast du auch von dir manchmal, so geht's mir manchmal, das Gefühl, ich habe doch gerade erst angefangen, ich bin doch eigentlich noch ein Newcomer? Oder hast du, ist ja eine Fülle von Sachen, die du schon gemacht hast. Das stimmt, aber das ist verrückt. Also gerade die ersten Bilder, ne, wie ich in der Tat grün hinter den Ohren angefangen habe. Also das liegt schon gefühlt sehr weit zurück. Aber alles andere, was dann kam, das ging ja in einem rasanten Tempo. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon 20 Jahre dabei bin. Ja. Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war eine Ochsentour, so, ja? Oder würdest du sagen, eigentlich haben sich die Türen geöffnet und ich bin immer so weitergelaufen? Ja, am Anfang musste ich definitiv die Ochsentour machen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe wirklich jedes Konzertchen und jedes Bierfest und jeden kleinen Marktstand irgendwie auch mitgenommen und habe dadurch echt meine Erfahrungen gesammelt. Das war ganz wichtig und eine sehr lehrreiche Zeit, bis dann irgendwann die Türen mir immer mehr und mehr geöffnet wurden und sich dadurch auch ganz natürlich gewisse Dinge entwickelt haben, die es dann immer größer gemacht haben. Ich hatte plötzlich auch neue Impulse, die ich setzen wollte. Ich wollte eigentlich auch selber dann irgendwie mich selber auch immer herausfordern und dachte immer, da geht doch noch dies und jenes und wollen wir nicht mit Tänzern arbeiten und da und dies. Deswegen wurde es alles größer. Aber wer hat dir diese Vision gegeben? Kannst du von alleine so groß denken? Weil es war ja wirklich the sky is the limit. Also Ja. hast du dir das selber einfallen lassen oder bist du dann nach Las Vegas gereist und hast dir Kolleginnen angeguckt? Oder wie hast du es gemacht? Na, ich habe mich ja sowieso schon immer gerne international orientiert. In der Tat kann ich mich aber auch daran erinnern, meine erste Tournee, die ich spielen sollte, da habe ich meinen Manager, der auch heute noch an meiner Seite ist, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall bin ich bereit für eine Tournee. Wer soll denn da kommen? Und dann habe ich tatsächlich schon eine eigene Band gehabt und habe da schon Shows gemacht, wo ich mich oft umgezogen habe. Ich habe da schon so ein bisschen Magie mit einfließen lassen. Also irgendwie kommt es aus meinen Musical-Genen, war das schon von Anfang an klar, dass ich irgendwie ein Entertainment-Programm den Leuten bieten wollte. Ja, und das ist ja auch zu 1000% Das ist aufgegangen. angekommen. Also man kann sagen, es ist aufgegangen. Man muss sagen, das hast du dir gut ausgedacht. Das hat alles gut funktioniert. Jetzt ist es ja ein bisschen, was du mit uns machst, ist so eine Art Intervallfasten. Also erst ganz viel und dann das stimmt. plötzlich nichts mehr. Und also es ist schwer, mit Intervallfasten umzugehen, sage ich jetzt einfach. Stellvertretend für alle. Du hast dich Stimmt. völlig, und das finde ich auch so toll, du hast so rangeklotzt wie, glaube ich, wirklich fast niemand in Deutschland. Und ich glaube, ganz Deutschland hat gesagt, das ist unfassbar, was du da an Tour und Auftritten gemacht hast. Und dann, wuff, und jetzt bin ich weg. Und dann bin ich aber auch wirklich weg. Ja. Wie war das für dich, am ersten Morgen aufzustehen und zu sagen, warte, nee, ich habe heute gar keinen Termin? Ja, das habe ich tatsächlich schon seit vielen Jahren so gemacht. Ich habe immer Tourneen gespielt, dann immer wahnsinnig viele Termine drumherum. Und dann habe ich mich immer zurückgezogen. Und es war am Anfang, natürlich die erste Woche, ist man also es ist wie eine Klassenfahrt, die man macht tatsächlich. Also es ist alles, man ist in so einem Hype und alles ist super. Und danach textet man sich auch noch ständig ein paar Tage noch und man fühlt sich dieser Gruppe und diesen Menschen, die dich monatelang begleiten, so nah. Und das ist deine zweite Familie. Und dann auf einmal abrupt hört das auf. Das wabert natürlich noch ein paar Wochen, manchmal sogar auch noch nach. Und dann festzustellen, aber ich muss heute nicht abliefern und ich muss heute nichts tun. Ja, ist kein schon Druck, toll. oder? Hast du Druckträume? Also hast du so Sachen wie, ich finde die... Nein, aber so, ich habe so Träume, ich finde die Schuhe nicht. Es ist so klein geschrieben, alles, ich kann es nicht lesen und so. Hast du sowas auch? Ja, ich hatte es Was träumst du? ganz oft. Und zwar, ich bin noch nicht angezogen oder ich bin noch nicht fertig geschminkt. Das würde uns ja gar nicht stören. Helene, komm doch raus. Komm doch einfach raus. Die Leute lieben es doch. Das hatte ich ganz oft, ja. Helene, in 5 Minuten. Und die so, noch nichts fertig. Nicht eingesungen, nicht, aber irgendwie wird es schon gehen. Angelique, hast du so einen Traum auch mal gehabt, dass du auf dem Tennisplatz stehst und hast den Schläger vergessen oder sowas? Muss ich tatsächlich jetzt auch sagen, weil alles, was Helene jetzt gerade sagt, das wiederholt sich so sehr in meinem Sport und in meinem Leben. Dieses Druck, dann irgendwann aufgehört zu haben und nicht mehr pünktlich zum Training zu kommen. Und ich habe immer geträumt, dass ich meine Füße nicht getaped habe tatsächlich, weil ich immer von meinen Matches auch mental sicher gehen wollte, dass ich immer heil vom Platz komme. Und diese Träume, die hatte ich auch tatsächlich. Und dann kann man das Tapeband nicht, entrollen, weil man das nicht... Nee, genau, und man hat das kann ich Stress genau und man muss vorstellen. direkt auf den Platz, man wird aufgerufen. Ja, und, oh Gott, wie fürchterlich. Aber das kennen wir, glaube ich, alle. Und es ist ja auch wahrscheinlich ganz gut.
Ja, das ist auch gesund und das zeigt ja auch, dass wir es wichtig nehmen und dass uns das viel wert ist, was wir da machen. Ja, also dass es dir viel wert ist, was du machst, das hast du wirklich mehrfach unter Beweis gestellt. Du warst mit dem Cirque du Soleil und hast unterwegs auf der Tour und hast wirklich Dinge gemacht, die sich, glaube ich, wirklich noch keiner getraut hat. Wir gucken mal rein, wie es ausgesehen hat. Vamos a Marte. Vamos a Marte. Vamos a Marte. Was sich, glaube ich, Menschen, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, nicht vorstellen können, ist es, wie komplex es ist, so eine Choreografie hinzulegen, wo man ja alleine schon genug mit zu tun hätte und dann gleichzeitig ja auch noch stimmlich abzuliefern, schön zu singen, gut zu singen, die Texte zu behalten. Wie erging es dir? Ja, das hat sich natürlich auch über die Jahre hin gesteigert. Und ganz ehrlich, ich tue mir sogar leichter, wenn ich eine Choreografie habe und dabei singe. Denn ich konzentriere mich dann so sehr auf die Schritte und die ganze Abfolge und weiß manchmal gar nicht, was ich da singe. Das kommt so automatisch. Und wenn ich dann aber Zeit habe, dazustehen an einem Mikroständer und singe meine Balladen und dann denke ich so über alles Mögliche nach. Manchmal, nicht immer, viel gehe ich. Also ich gehe oft in die Emotionen auch rein, aber manchmal denkt man auch ein bisschen drüber nach, was man am nächsten Tag einkauft. Absolut. Und, und dann passieren mehr Fehler als bei den Choreografien, definitiv. Kennst du den Moment, wenn die Seele den Körper verlässt? Also im Sinne von, weißt du, man singt und dann denkt man so, und dann sieht man sich von oben plötzlich so stehen. Und auf einmal ist der Song schon fertig. Ist der Song schon fertig? Ja, das habe ich schon auch oft. Ja. Aber ist es nicht auch, bist du auch an dem Punkt, weil du bist ja so sicher auf Bühnen, es kann eigentlich nichts mehr passieren? Oder gibt es noch etwas, wovor du Angst hast? Hast du Angst vor einem Blackout? Nee, das ist mir ja total. Also ich habe doch meine Fans. Ich bin ja das ist ja, man suhlt sich ja in Liebe. Also das ist ja so schön, ein so schönes Miteinander. Und wenn da irgendetwas passiert, dann lasse ich natürlich alle dran teilhaben. Und man wartet ja förmlich drauf, dass irgendetwas passiert. Ja. Also tatsächlich habe ich da überhaupt keine Sorge und keine Ängste, dass irgendetwas außer Plan passieren könnte, weil ich mag sowas. Eigentlich der schönste Moment, finde ich. Wenn man ins Fliegen kommt und man weiß, es kann eigentlich jetzt nichts mehr passieren. Und dann ist man wirklich angekommen. Und ich fühle mich einfach sehr sicher so und fühle mich sehr aufgefangen von allen. Angelique hat sich ja oft mitgesuhlt in der Liebe. Du warst, glaube ich, bei vielen Konzerten. Das stimmt, ja. Und bist du textsicher? Bei einigen, ja. Ich habe noch die ganzen Lieder von dir noch von ganz, ganz früher. Ich weiß noch, Mut zum Gefühl, das habe ich immer gehört, schon vor 15 Jahren. Mut zum Gefühl ist das Lied, das du hörst, bevor du auf den Platz gehst? Nein, oder? Nein. Es kam vor. Nein, aber deshalb sage ich war schon wirklich bei vielen Konzerten von Helene und kenne tatsächlich, ich würde schon sagen, alle Texte relativ textsicher, also nicht ganz. Warst du auch dabei, als Helene dieser krasse Unfall passiert ist? Wir schauen mal kurz rein. So, also da ist dir schon klar, dass da oben ein ganz schöner... Oh Gott, du singst weiter, Helene. Oh. Und da läuft das Blut. Aber richtig. Auch am Anzug, oder? An dem weißen Anzug. Ja. War alles voller Blut. Ja, ich sehe es nicht gerne tatsächlich. Ich habe es mir auch nicht so oft angeguckt. Und auch da wieder, ich werde irgendwie emotional. Und weil ich einfach in dem Moment, du willst alles andere als das, weil ich das meinen Fans, meinem Publikum niemals antun aber möchte. Auch dass nicht deiner Nase. Ja, okay. Ja, aber da ging es nicht um mich. Und deswegen, ich habe nur kurz gemerkt, wow, da ist irgendwas gerade passiert. Und ich habe versucht, natürlich weiter zu singen. Aber mein eigener Horrorfilm war wirklich, dass dieses Blut so gespritzt ist. Und es war nicht schön. Und ich muss sagen, das möchte ich meinem Publikum nie wieder antun. Und ja. Es gibt keine Akrobatik-Nummern in der nächsten Show. Also, um das vorwegzunehmen, es war nie
Ziel und wir alle haben nicht damit gerechnet, dass das so gefährlich werden könnte, weil eigentlich war die Nummer ziemlich sicher, ne, dass ich das Einzige, was hätte passieren können, dass er mich nicht fängt. Da haben wir immer gesagt, komm, Guillaume, das schaffst du, ist mein Trapezpartner gewesen. Deswegen ist auch die Matte unter. Das Einzige, was dir passieren kann, dass er dich nicht fängt. Ich meine, dann rauschst du doch. Aber deswegen haben wir dann gesagt, wir machen, also weil ohne Sicherheitsnetz und dann haben wir diese Matte gehabt, machen wir nicht. Okay. Ist auch, aber dass das passieren kann, das ist uns allen nicht bewusst gewesen und naja. Ich hatte sehr viel Glück und ich bin heute trotz allem sehr dankbar für diese Erfahrung, aber es macht irgendwo auch demütig und ich denke über einiges nach und trotzdem habe ich den Sprung danach nicht mehr gemacht, aber ich habe die Nummer bewusst einfach auch singen wollen. Ich wollte sie machen und wollte meinem Team einfach auch irgendwie zeigen, es ist alles gut. Wir können daran weiterarbeiten. Jetzt ist ja gut, keiner muss mehr Angst haben. Wir werden gleich noch, wir reden gleich noch mal mit dir und dann werden wir ganz viel über die 360-Grad-Show sprechen, über all das, was in diesem Jahr passiert. Das schöne Neue. Bist du eingestiegen schon ins Training? Inwieweit bereitet man sich auf so eine Show vor? Weil die Stimme muss trainiert werden, dein Körper sieht aus, als wäre er trainiert. Würdest du das unterschreiben? Also ich weiß, dass oder wahrscheinlich halb Deutschland denkt, boah, die trainiert bestimmt schon seit Monaten und die ist bestimmt schon total dabei. Ja, ich bin ja so dafür bekannt, so diszipliniert zu sein und die macht das alles so perfekt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mir diesmal wahnsinnig schwer reinzukommen. Du hast dich so verändert. Nein, ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert und ich meine, jeder wird es unterschreiben können. Ich tue mir wirklich schwer und ich versuche diszipliniert zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht. Und ich hoffe einfach darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmacht und wir werden ab circa übernächster Woche in die Proben starten und bis dato habe ich nicht wirklich viel gemacht und ich bin wirklich super ehrlich gerade. Ja, ich weiß. Ja. Du bist unendlich diszipliniert. Wir freuen uns auf dich am Ende der Show. Natürlich noch mit einem Medley aus den Hits. Also das dauert, dann würde ja, wenn man alle Hits nehmen würde, würde es ja 80 Minuten dauern. Wir haben versucht, uns da ein bisschen zu beschränken. Und es gibt noch ein zweites Gespräch mit dir, weil wir wollen alles über dich und die Tour erfahren. Helene Fischer ist bei uns. Und es gab relativ lange den Begriff Body Positivity. Und es war irgendwie alles möglich. Gibt es das noch oder gibt es mittlerweile wieder eine Gegenbewegung? Also ich glaube, wir haben eine große Gegenbewegung, speziell in Paris und auf den Laufstegen. Ja. Es ist natürlich, wir haben vor ein paar Jahren, ist Every Size, alles lief, jedes Alter lief. Heidi Klum macht es immer noch toll in ihrer Sendung. Wir haben Best Age, wir haben Mini-Models, also die nur noch 1,60 sind. Also die... Helene, du hast also mein Gott! Nein, das schaffst du nicht. Die größten Stars sind 1,60 natürlich. Aber Helene, du musst nicht mehr singen. Und das ist eine Parallele zwischen dir und Helene. Ihr kennt euch gut. Helene hat mir mal erzählt vor vielen, vielen Jahren, dass du morgens von der Pfalz nach Darmstadt, glaube ich, ins Theater gefahren bist. Jeden Morgen, Tag ein, Tag aus und hast Musical geprobt. Beinhart. Ich bin nach Frankfurt gefahren. Darmstadt kam dann später hinzu, weil ich da ein Engagement am Theater hatte, genau. Ja, aber du hast tatsächlich die gehobene Provinz, also bei allem Respekt vor Darmstadt. So. Und das ist Fleiß und eine Haltung zu dieser Profession, die da Entertainment heißt. Und die hast du auch gehabt. Du hast einfach geackert und bist morgens bei Wind und Wetter, bei Sommer und Winter dahin gefahren. Und so habe ich sie gekriegt. Ich habe die Stars gekriegt, immer mit ihrer eigenen Eitelkeit, mit der Schnelligkeit und mit dem Gewissen, dass sie immer schnell fertig waren. Helene, was wolltest du sagen? Ja, also er ist wahnsinnig schnell, das kann ich. Also ich habe mich noch nie von dir fertig machen lassen, aber du hast mich fotografiert und ich muss sagen, ich liebe die Art und Weise, wie er arbeitet. Es ist einfach auf den Punkt, fokussiert, schnell und dabei ist das Ergebnis top. Also besser geht nicht. Er ist wirklich großartig. Helene, bist du denn offen für Typveränderungen? Wenn man so ein Fotoshooting macht, dann kommen ja auch Facetten. Ist ja nicht nur ein oberflächliches Shooting, sondern du ersiehst dich ja auch selber mit anderen Facetten. Macht dir das Spaß? Ja, total. Also das ist, da fühle ich mich genau da abgeholt, wo ich eigentlich herkomme. Also ich wollte ans Theater, ich wollte in Rollen schlüpfen und ich fand gerade speziell dieses Shooting für Mugler, mich auch mal komplett anders zu zeigen. Ein bisschen strenger, fand ich total spannend. Ich würde auch noch viel weiter gehen. Also ich würde mich gerne auch komplett anders, noch einmal auch gerne mit dir wieder. Also komplette Typveränderung oder irgendwas. Ich mache da wirklich gerne alles mit. Ja. Und bei mir reicht Abschminken für eine komplette Typveränderung.
viel. Deine Augen sind doch da. Ja, mach alles mit den Augen. Ja. Helene, welches Buch hat dich in der Kindheit verzaubert? Schwierige Frage, denn ich bin tatsächlich ganz klassisch auch so mit Pipi Langstrumpf und so groß geworden. Das ist doch ein wunderbares Beispiel. Also meine Eltern haben ganz viele Geschichten erfunden. Also ich kann mich nicht erinnern, welches erstes Buch ich gelesen habe. Das wurde ich natürlich sehr oft gefragt, aber ich kann mich nur noch an Pipi Langstrumpf erinnern. Da fing es für mich an. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Buch? Helene ist ganz emotional, wie du vorhin gesagt hast, gell? Ich auch. Ich bin ganz auch beseelt irgendwie. Ihre Worte, das ist ganz schön. Ja, oder? Wunderschön heute. Und hättest du Interesse, das Buch, ich könnte was für dich machen, dass du das Buch mit nach Hause nehmen kannst? Oh ja, das hätte ich groß. Ja gut, oder hätten wir noch eine Ausgabe für Helene, oder? Super. Und was bei dir auch ist, das weiß die Helene sicher auch, du gehst ja auch nicht nach Hause, wenn es dann vorbei ist. Nee, das ist, jetzt pass auf. Ja, aber das verbindet uns, ja. Nee, aber bei so Das ist ja jetzt nicht so- Produktionen, dann da sagen die am nächsten Tag, der Florian, der ist direkt von hier aus zum Flughafen gefahren, sagen die dann. Ja, es rentiert ja nicht mehr, wenn es 3 Uhr in der Früh ist, bis wir aus dem Studio kommen, brauche ich ja nicht noch bis 6 schlafen, da kann ich ja gleich bleiben. Du bist aus Eisenhart, du fliegst immer mit dem ersten Flieger nach. Das kenne ich sonst nur von mir, ehrlich gesagt. Also so ausschlafen, morgens gemütlich im Hotel frühstücken, Spa-Bereich ist nicht deins, ne? Spätestens um 4, halb 5 muss ich mittlerweile ja irgendwann auf die örtlichen Wasserspiele und dann bin ich ja eh schon wach. Dann kann ich ja gleich loslegen. Ach gut, das ist interessant. Ja. Guck mal, Das ist ja, was soll ich machen? auf die örtlichen Wasserspiele. Ja. Dann geht's gleich direkt, okay, jetzt bin ich wach, ab zum Zug oder zum Flieger. Sei froh, dass du los bist. Aber jetzt haben wir noch durchgeschlafen. Ja, du, der schläft gar nicht mehr. Das ist alles nur noch anstrengend. Ich bin Hast du auch alles so richtig froh, dass gemacht. wir jetzt das endlich mal aufarbeiten können. Nach all den Jahren heute hier in der Talkshow, ihr zwei. Also jetzt pass auf, ganz so lange. lustig. Und ich Es kann's gibt nicht ja Leute, die räumen ihren Schrank ein, auch wenn sie nur eine Nacht irgendwo sind. Räumst du deinen Koffer aus? Und du hast wahrscheinlich jemanden, der deinen Koffer ausräumt. Um Gottes Willen. Himmels Willen. Nee, sowas mache ich, also natürlich mache ich sowas selbst, aber tatsächlich räume ich auch aus, wenn ich länger als so 3 Tage da bin, ja, dann muss ich schon ausräumen. Dann ausräumen. Aber jetzt für eine Nacht willst du es im Koffer Nacht. drin Das lassen, ist oder? ja. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Die Vorbereitung auf die Rolle, überhaupt auf die Drehzeit. Bist du da jemand, der absolut akribisch bis aufs Letzte gut vorbereitet da zur ersten Buchbesprechung anreist? Oder wie ist es? Ja, du kennst ihn einfach zu gut. Wir dürfen die Helene nicht zeigen während des Gesprächs. Sie verrät mit ihrem Gesichtsausdruck hier mit euch. Oh. Jetzt, Kannst du nicht mehr sitzen? was ist denn? Nein, jetzt muss Bei man ja jedem sagen... Satz bin ich... Ja. Was? Nein, das kommt mir alles bekannt vor. Ja, Also, aber ich bereite dann die Texte schon vor. Ja, und ich also- kann immer meinen Text. das wollte ich gerade sagen. Nein, ich sag nichts. Siehst du? Wärst du derjenige, der ein zerfleddertes Drehbuch hat mit lauter Einmerkern drin und hier mit der Stimme hoch, hier mit der Stimme runter? Natürlich. Ich glaube, ich wäre irgendwas dazwischen. Also ich bin auch nicht so akribisch. Also wie man ja merkt, ich bereite mich jetzt gerade auch nicht super streng vor. Ja. Aber wenn es dann drauf ankommt, und da sind wir uns tatsächlich sehr, sehr ähnlich, dann hilft es nichts, dann lernen wir nachts und dann wird abgeliefert. Wir müssen dann abliefern. Geht auch immer nur mit diesem Druck. Ja. Ich habe euch beide gesehen in deiner Show, die übrigens wirklich grandios ist immer, weil du das schaffst, da wirklich Leute zusammenzubringen, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie irgendwie zusammenkriegt. Und ihr beiden seid auch da zusammen aufgetreten mit einem ganz tollen Song, Schau mal herein. Und wir haben einen Ausschnitt. Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein, ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein. Das war schön. So schön. Ja, das war toll. Und wenn der Text nicht schon geschrieben worden wäre, man hätte ihn für euch texten können, Ja, oder? absolut. Ja, Fantastisch. Perfekt. Und die Leute flippen aus. Ich kann mir vorstellen, Helene, als du vor vielen, vielen, vielen Jahren, als du noch nicht gebunden warst, wenn dir eventuell ein Date gesagt hätte, zu Hause habe ich eine Modelleisenbahn, du bist doch gleich gegangen. Das war, um Gottes Willen. Nein, das wollen wir nicht. Auch nicht, wenn derjenige gesagt hätte, ich habe die größte? Ja, da fallen wir schon lange nicht mehr drauf rein.
Jetzt gibt es natürlich auch Konzerte bei euch im Wunderland. Und wer tritt da alles auf? Wer ist aufgetreten, wer tritt auf? Ja. Und dann haben wir noch jemanden gefunden, Ja. nämlich Helene. Vor 10 Jahren war das ziemlich genau. Jahre, ja. Und haben festgestellt, dass wir eigentlich einmal so ein Stadion in voller Größe bauen möchten. Weil wie man es bei den Bäumen auch sieht, Ja. so ein Regenwaldbaum ist eigentlich 70 Meter hoch in echt. Ja. Das heißt, unser Maßstab wäre der so hoch. Wir schrumpfen immer alles kleiner, was zu groß ist, weil es dann realistisch aussieht. Klingt blöd, aber es ist so. Und dann haben wir gesagt, wir wollen mal ein Riesenstadion bauen für einen guten Zweck. Und das haben wir mit dir zusammen gemacht. Ich bin, by the way, es hieß ja am Anfang, alles verbindet sich auch so ein Pass bisschen auf, miteinander. vergiss deine Rede nicht. Erzähl weiter, während wir rübergehen. Okay. Pass auf. Und Helene, würdest du gerne, Ja, gerne, würdest ja, du klar. mitkommen? Das ist... vielleicht Helene drüben. So Jetzt. habe ich es ja noch gar nicht gesehen, siehst du? So, erzähl weiter. Ich habe dich Genau, weil unterbrochen. Wir haben ja damals deine erste große Stadiontournee als Bühne gebaut. Ja. Und wir haben die zusammen eröffnet. Ja. Und das stand bei mir vor dem Büro. Und da stand es 10 Jahre lang. Und 10 Jahre lang habe ich alle 3 Minuten atemlos gehört. Ich habe das mal grob hier eben in der Sendung überschlagen. Es ist fast 1 Million Mal. Vielleicht ist das ein Rekord. Und es wird sich jetzt ändern, weil wir bauen deine neue Bühne. Deine 360-Grad-Stadion-Tournee. Wieder für einen guten Zweck. Machen wir es nochmal. Sie ist noch nicht fertig. Also sie ist wirklich noch komplett am Anfang, könnte man sagen, weil wir wollen sie natürlich so bauen, wie sie nachher am Ende aussehen wird. Und ihr seid auch noch nicht ganz fertig. Das stimmt, da fehlen kommen euch gute auch noch ein Ideen paar, dazu. genau, wahrscheinlich ein paar Details. Aber was ich jetzt schon wahnsinnig faszinierend finde, dass ihr die Tänzer tanzen lässt, die Band bewegt sich und so. Das ist so liebevoll, wie ihr das einfach alles umsetzt. Das ist irre. Und ich kriege ein bisschen Angst, wenn ich das so sehe, weil ich denke, ist das wirklich dann so? Also, geht das bald so los, Ja, ja? du wirst hier oben stehen. Ja, Du wirst das hier weiß oben ich. stehen. Ich werde es feiern. Du machst Ja, es du wirst einfach. Hier bist du. Ja, das ist... Du kannst schon mal üben. Okay. Ach, ist das toll. Auf einmal stehe ich da und lach mich an. Ich glaube, den Ort hätte ich auch gewählt. Nein, ich glaube, also ich wäre ja gern überall, ne? Ich wäre ja gern, würde ja wirklich gerne hier so ein, Aber naja, das ist ja na, das schauen wir Beste mal. bei deiner Bühne. Du kannst ja da fast überall sein. Genau. Das bin ich wahnsinnig gespannt, wie das in Das echt ist doch eine wirkt. tolle Anregung, wenn du Also- auf Tournee gehst. Was sind noch die idealen Bauer für deine neue Bühne? Du stehst doch wahrscheinlich wirklich Eigentlich müsste man das immer im Vorfeld machen, ja Richtig. klar. Ja. Eben, Also, das- bevor wir überhaupt planen, müsste ich das von euch, ja klar. Da gehen auch Hunderte, wenn nicht Tausende Stunden rein. Man sieht auch unter der Anlage, das ist kein Spielzeug mehr. Ja, nee. Da sitzt man stundenlang dran, aber es macht tierisch Spaß. Und wir Das ist freuen wie bei uns uns sehr, auf sehr, Tour. die ersten Und jetzt, echten Bilder zu sehen meine Damen und Herren, und das mit Leben zu füllen. eine große Show Ja, ja. bemerkt man auch daran, dass sie arbeitsteilig arbeitet. Ich würde dich jetzt bitten, hinter die Bühne, dass du dich vorbereitest für deinen sehr, sehr großen gerne. Auftritt. Ja. Und wir führen das Gespräch noch eine Weile schön lang weiter, damit du auch richtig Zeit hast, dich Ja, ich muss mich ja nur verkaufen. noch schöner zu machen. Ach, Helene, bis gleich. Bis gleich. Moment, ich habe noch eine Frage. Diese Sitze kann man ja kaufen. Man kann ja Eintrittskarten kaufen für ein Konzert mit Helene. Wir haben das bei damals, euch. Genau, wir haben das damals auch schon gemacht und haben also durch die Riesenfans von Helene und von uns zusammen haben wir, ich glaube in einem Monat 500.000 € zusammengekriegt. Ja. Nein. Und daran angestiftet wollen wir das nochmal machen. Ja. Das heißt, wir bauen das jetzt fertig und lassen mal erstmal die Tournee laufen in echt. Ja. Und dann führen wir sie sozusagen virtuell mit dem Stadion nochmal weiter und kann sich jeder da nochmal reinsetzen. Und dann hoffen wir, dass wir wahrscheinlich im September das zusammen machen, dass wir nochmal ganz viel Geld für Kinder zusammenkriegen. Es ist irre. Jetzt singt sie für uns ein Medley der Hits. Hier ist Helene Fischer mit Band. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Let's go! Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Come on! Atemlos.
das Leben ist Verlass. Es hat noch viel zu geben und ich nehme deine Hand. Wir tanzen immer weiter, ich vergesse den Verstand. Der Horizont wird breiter. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, deinem Beat total ergeben, lass mich leben. Herzbeben, lass es beben, come on! Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, lass uns durch die Decke heben. Herzbeben, lass uns leben, lass doch unsere Körper reden. Reiß dich los, ich schweben dir entgegen. Herzbeben, lass uns leben. Komm und reiß dich los, ja wir haben uns gefunden. Unsere Seelen sind verbunden. Herzbeben. Auf einmal stehst du da und lachst mich an. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Alles um uns wird still, keine Menschen mehr. Und die Lichter strahlen in 1000 Farben. Sag mal, spürst du das auch? Gefühle außer Plan. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Völlig abgehoben, keine Schwerkraft mehr. Nur noch du und ich und ein Lichtermeer. Und ein Lichtermeer. Wie in Achterbahn. Gefühle außer Plan. Sag mal, spürst du das? Sag mal, spürst du das auch? Keine Schwerkraft mehr. Nur noch du und ich und ein Lichtermeer. Und ein Lichtermeer. Danke meiner Band. Helene Fischer und Band. Wir sehen uns hoffentlich. Ich glaube schon, komm zu uns. Und die Band ist auch so froh natürlich, dass die wieder was zu tun haben, ne? Ja klar. Ah, du kannst es noch. Bisschen eingestaubt, aber okay. Es gibt nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und die Leute singen deine. Ich meine, Ja. die können ja alle hier. Wir alle hier. Ah ja. Hier aufgestanden Alle. im Publikum. Alle. Ja, Ja. Hinter mir war der Teufel los. Total. Ja. weiß ich gar nicht mehr, was Und es Ist lag schon nicht an toll, mir. ja, Es lag nicht an mir. Ja. Also das größte Geschenk, jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich kann mittlerweile, ja. Ist das deins? Ja. Das ist Helene. Heck-Mikrofon. Ja. Wo Hat schon kriegt man so, viele- kann man sich sowas, wird das für dich dann gebaut oder kauft man das einfach und sagt, ich will so ein bisschen was ein bisschen fancy ist? Oder wie? Nee, ja, die werden schon angefertigt natürlich. Und jetzt für die neue Tour werden wir natürlich auch wieder ein paar schöne neue Mikrofone. Also ein neues. Ich habe mich tatsächlich irgendwann auch dagegen entschieden, zu viele Mikrofone zu haben, sonst ist es noch ganz, ganz wild. Also ich habe nur 2 oder dann werden es dann maximal 3. 3 unterschiedliche Drei pro unterschiedliche, Abend. genau. Immer passend zum Outfit Es ist natürlich. einfach, ey, wir sind echt noch ganz am Anfang unserer Karriere. Ich bin noch eins, was zu keinem Outfit passt. Doch, aber ist ihr das habt, hier. ihr habt weiße Kabel und ihr habt schwarze Kabel. Also ich war schon ganz überrascht heute. Guck mal hier. Ah, ich dachte, das hast du selber mitgebracht. Weil da war ich mir nicht sicher. Okay, gut, also das Schnell ist noch jetzt das, was wir hier haben. Ja, genau. Wenn man, jetzt lasst uns bitte mal teilhaben, weil wir natürlich jetzt mal Die wissen Sendung wollen. ist zu Ende, ehrlich Jetzt mach das gesagt. Mikrofon Ja, weg. so, ja. Ja, das funktioniert gar nicht. Das ist ganz normal, das ist ganz typisch, auch bei den Proben, wenn ich mit irgendjemandem spreche, mit Technikern, ich spreche immer in dieses Ding rein. Wenn ich das erstmal in der Hand habe, dann... Also wenn du dich wohler fühlst, wir drehen einfach den Ton ab auf dem Ding und dann hältst du es einfach in der Hand. Pass auf, ja, ist gar nicht... Ja, nicht, dass es wegkommt. Das ja, edle Teil. Ja. Wir merken uns, dass es da liegt. Wir wollen jetzt mal wissen, wie wird so eine Tour vorbereitet? Also erstmal, jetzt hast du ja, wie viele Alben hast du gemacht? Sehr viele schon.
keine Ahnung. Also auf jeden Fall so viele, dass man nicht alle Lieder singen kann, die man gerne singen möchte. Wie viele Songs singt man an so einem Abend? 25? Also wir werden sehr vieles in Medleys packen tatsächlich, weil das schwierig geworden ist für mich zu entscheiden, welche Songs mit können und welche nicht. Also klar weiß ich natürlich, die Klassiker, die Menschen hören wollen, die werden auch alle bespielt an diesem Abend. Aber wenn wir eine Zeitreise durch 20 Jahre machen, kamen natürlich auch viele Songs zutage oder vielleicht auch ein paar Songs, die schon längst in Vergessenheit geraten sind und die packen wir ein bisschen wieder auf. Geht das auch dir so, dass du Songs auf deinen CDs hast, wo du sagst, lustig, die habe ich eigentlich nur beim Einsingen gesungen und danach nie wieder? Ja, es gibt einen Sender, der nennt sich jetzt mal egal. Radio Helene oder irgendwie sowas. Und da laufen Songs, weil mein Mann macht das immer an. Und da sage ich, ach du, ja gut. Der hört dann deine Musik. Das, ja. Jetzt sitzt er gerade zu Hause, weil du nicht da bist und hört deine Musik. Ja, ist das süß. Der ist ein bisschen süß. Ja, der ist wirklich süß. Aber dann kommen da manchmal Lieder zum Vorschein, wo ich sage, das kenne ich gar nicht mehr. Ja, die sind so alt und die habe ich auch wirklich nur einmal auf Platte gesungen und nie wieder. Nie wieder, okay. Wie viele Leute arbeiten mit bei so einer Tour? Da gibt es ja dann auch immer, man sagt doch immer, so und so viel LKWs und so viel Bühnenarbeiter und so. Kannst du da so ungefähr einen Einblick geben? Also tatsächlich sind wir noch nicht ganz fertig. Die heiße Phase beginnt jetzt erst. Aber natürlich haben wir diesmal auch wieder, arbeiten wir mit einem internationalen Team. Wir haben Zoom-Calls, die durch die ganze Welt gehen. Und also Trucks werden wir sicherlich, genauso wie beim letzten Mal, auch um die paar 30 LKWs werden auf der Straße unterwegs sein, um dieses Ist da dein Gesicht Gigantum dann drauf? Ja, auch. Auf 30 LKWs oder suchst du dir die 3 schönsten aus? Oder ist Nein, wir haben die letztes Mal schon auch, wir haben ganz Deutschland spüren lassen, dass wir kommen. Wir kommen, Erbarmen. Ja, sie kommt. Genau. Mal gucken. Also, wir sind da drauf und dran. Okay. Auch alle jetzt ist natürlich, es ist ja jede Tour und natürlich auch jedes Album, aber vor allem auch jede Tour wieder so eine Möglichkeit, wieder sich neu zu erfinden. Will man das? Muss man das? Oder sagt man auch mal, ich glaube, jetzt bin ich eigentlich so, jetzt weiß ich, wie ich sein will und so zieh's jetzt durch? Also ich glaube, es gibt bei jedem Künstler immer so Phasen, wo man gewisse Schritte gehen muss. Also bei mir war es zum Beispiel Rausch. Als ich dieses Album gemacht habe, da war ich auch in der sehr besonderen und glücklichen Lage. Ich war schwanger und also das war so besonders, dieses Album. Und ich wollte mich so einbringen. Ich habe, glaube ich, so viel mitgeschrieben und so viel selber auch Texte verinnerlicht und habe Emotionen zugelassen, die ich sonst nie, glaube ich, zugelassen hätte. Deswegen wird dieser Schatz immer bleiben. Und trotzdem kommt man aber auch manchmal wieder zu dem Punkt zurück, wo man sagt, weißt du, ich habe schon alle Themen auch besungen und Geschichten aus dem Leben sind ja so wichtig auch, damit sich jeder damit identifizieren kann. Auch ich selbst möchte natürlich dann auch aus meinem Gedanken und Herzensschatz dann irgendwie singen, aber letztendlich dreht sich dann doch um das eine Thema immer und das ist die Liebe und es gibt da draußen so viele tolle, talentierte Menschen, also bin ich diesmal super offen auch für Songs, die mir angeboten werden und habe nicht so das Bedürfnis, wie beim letzten Mal, alles selber schreiben zu müssen und überall dabei sein zu müssen. Also gibt es auch Situationen, wo du mal sagst, ich kann dieses Lied eigentlich, ich habe so die Nase voll von... Was, das Lied, meinst du? Ja, wo du sagst, mein Gott, ich muss schon wieder dieses eine Lied singen und du denkst dann, wie Joe Cocker an deine Steuererklärung. Gibt's das? Nee, tatsächlich, also kein einziges. Es gibt... auch Atemlos, weil ich darüber natürlich sehr oft spreche und alle Leute verbinden sich mit mir und Atemlos. Diesen Song habe ich schon in zig Varianten gesungen und ich werde nicht müde, dieses Lied zu singen, weil es trotzdem melodisch einfach so ein schönes Lied ist und weil ich einfach merke, was es mit den Menschen macht. Und das erfüllt mich mit sehr viel Dankbarkeit und Glück. Ja, absolut. Wir kennen es ja alle, wenn man auf die Bühne geht, macht man bestimmte Sachen. Gibt es da eine Sache, die seit Jahrzehnten bei dir gleich ist? Naja, ich schmeiße immer am Schluss alle raus. Also ich brauche dann schon mal ganz kurz den Moment der Erdung. Also, weil vorher ist bei uns immer der Wahnsinn los. Also die vielen Tänzer, die haben ja alle ihre Energie und alle sind immer gut gelaunt, was ja auch toll ist, weil sich jeder darauf vorbereitet. Tänzer stretchen sich ja auch sehr viel. Ne? Wir wärmen uns auch gemeinsam auf. Ne, wir pushen uns und so. Und dann gibt's auch natürlich unseren Kreis, wo wir uns an den Händen halten und irgendwie... Das ist wichtig, gell? Sich einmal so zu verbinden. Ja, das verstehe ich total. Und sich gegenseitig einfach zu motivieren und einfach bewusst zu werden, wofür wir heute alle da sind. Und es ist dann einfach
und zu sensibilisieren, dass da draußen so viele Menschen warten, jeder mit seinem eigenen Päckchen und mit seiner eigenen Geschichte. Und wir haben heute das große Glück, Ihnen einen wunderschönen Abend zu bescheren. Ich finde das einfach sehr wichtig, dass wir uns da dessen bewusst werden. Und es ist auch eine schöne Kollektive, einfach, wenn wir uns da so an den Händen halten. Aber dann müssen sie alle raus. Nein, dann ziehe ich mich noch mal ganz kurz zurück. Was heißt ganz kurz? Also wirklich nur, ich brauche da manchmal nur eine Minute, auch eine 2, wie auch immer. Also bis das auch losgeht, unser Intro startet. Dann stehe ich hinter der Bühne und bin ganz bei mir, schließe die Augen und brauche das. Und drehe mein Mikro tatsächlich immer. Das ist auch so ein Tick von mir. Ach so. Drehe weil das so es so lange, schön ist auch. bis es perfekt in meiner Hand liegt und dann kann ich raus. Oh nein, das ist lustig. Man hat so Ticks, oder? Ja. Jetzt sag mal ganz ehrlich, also wenn ich manchmal so rausgehe abends, dann denke ich mir, oh, jetzt ist 8, ich muss jetzt 2,5 Stunden. Also, oder manchmal denkt man schon, oh, jetzt, manchmal singe ich hinten ein bisschen schneller, weil ich denke, dann kriege ich noch den früheren Zug. Weißt du? Ja, großartige Idee. Also das ist bei dir nicht so, gell? Also natürlich habe ich auch Tage, wo wo es einfach wahnsinnig schwer fällt. Also der ganze Körper ist müde, die Stimme ist vielleicht müde, man hat, weiß ich nicht, irgendwas schlecht geschlafen, irgendwas erlebt am Tag, wo du denkst, heute Abend muss ich wieder da sein, einfach meine Energie wieder so anschalten, dass alle davon was abbekommen. Aber irgendwie geht es dann doch sehr schnell bei mir tatsächlich. Also kurz vorher denke ich auch, wie soll ich jetzt an einem Arm hängen? Draußen und so. ist, gell, ist es alles. Aber sobald das Licht an ist und die Scheinwerfer einfach angehen, da legt sich irgendwas in mir auch um. Ich kann es verstehen. Wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, so erfolgreich wie die Helene Fischer möchte ich auch mal irgendwann sein. Vielleicht haben Sie ja ein orangenes Kleid im Kleiderschrank, weil dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass es irgendwann mit der Karriere echt abgeht. Muss aber nicht. Wir gucken mal auf den ersten Auftritt von Helene Fischer zurück. Ja, das Temperament, das liegt mir so im Blut. Wenn jemand käme, mich in die Arme nehme, dann erkennt man im Moment gleich mein tolles Temperament. Ja! Wunderliche Lieder! Aber jetzt sag doch mal, man sieht auch mal, das war ja aufwendigst alles gemacht mit Ballett und so. Also das gibt es ja heute kaum noch im Fernsehen. Nee, stimmt, ja. War schon verrückt, ja. Und wenn man das sieht, man merkt einfach, du stehst nur auf innere Werte. Dass das dann später mal was geworden ist oder sonst, das war schwierig. Ja, aber wirklich, nein, aber das war ein toller Auftritt. Und wenn man das sieht, und wir waren da schon irgendwie, das war toll. Also, ich finde auch, süß, gell? Ja, ich finde auch, und man geht diesen langen Weg und jetzt seid ihr heute hier auch beim vorläufigen Höhepunkt eurer Karriere in Absolut. der NDR-Talkshow. Ja. Eine letzte Frage. Fokus natürlich voll auf die Tour 360 Grad. Gibt es dann überhaupt noch die Möglichkeit, weil ich meine, ganz Deutschland reißt sich jetzt um dich, gibt es noch die Möglichkeit, auch noch das ein oder andere nebenher zu machen? Oder sagst du jetzt, ich mache nur Tour und sonst gar nichts? Also klar, primär steht die Tour im Fokus, ganz klar. Aber also man arbeitet ja im Hintergrund auch an neuen Sachen. Like what? Also an neuen Songs. Ich werde natürlich auch ein paar Überraschungen mit auf die Bühne nehmen. Also es wird auch neue Musik bei der Stadiontour geben. Und alles andere muss ich leider sagen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ein paar Nächte sind es noch. Ein paar Nächte sind es noch. Und dann kommt die ganz große Überraschung raus. Es wird neue Musik geben. Es gibt eine große Überraschung, es wird neue Musik geben. Wir bleiben am besten ganz nah dran bei Instagram.